Und viele Leute sagen halt zu mir, ach Kathi, warte doch noch und du musst das ja erstmal erarbeiten und dies und du musst erstmal schauen und so. Und dann denke ich mir so, nee, warum sollte ich jetzt warten, wenn ich morgen tot umfallen kann? So. Also das bringt mir überhaupt nichts, mich mehr auf dieses Rentensystem zu verlassen und jetzt meine Zeit zu verschwenden, die beste Zeit des Lebens quasi, wie alle immer sagen. Und die sollten wir voll ausnutzen, solange wir können. I love you. I give you everything you want me to. Think about it if I could. I'd burn down the moon and give that to. Hi, ich bin Kathi und das ist mein Zuhause. Das ist meine Küche und ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr lange überlegt und geplant und ich würde es auch nicht anders bauen tatsächlich. Ich habe meinen Wasserhahn hier. Das würde ich anders bauen, weil da kommt super viel Wasser raus. Also es spritzt in alle Richtungen. Meine Emailleschale, die ich sehr liebe, die ich von eBay Kleinanzeigen zu verschenken habe und die schon ganz viele Geschichten erlebt hat. Ja, ich habe mich gegen Schubladen entschlossen, weil die kompliziert zu bauen sind. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache hier eine Kiste hin, wo einfach alles reinkommt, was theoretisch in der Schublade wäre und hatte noch ein bisschen Platz, weil ich alles nur in einfacher Ausführung habe oder zweifacher. Ja, außer einen Löffel, den habe ich in Spanien von einer Freundin geklaut, weil den hatte ich nicht. Sorry. Genau. Die klassischen Hängeregale, die fast jeder hat, die sich aber sehr bewiesen haben, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so stabil sind und dass das wirklich so gut hält bei der Fahrt. Und auch die Tassen, die schwingen halt einfach so mit nach vorne und hinten und so schnell um die Kurve fahren, dass sie halt nach da und da schlagen, tue ich eher nicht. Genau, noch Schminkkram und Stifte, Box und Gemüse zum Aufhängen hat sich tatsächlich bewiesen. Das hält sich dann am längsten. Schiebetüren haben sich sehr erwiesen. Die sparen einfach unglaublich viel Platz. So, das ist direkt schon mein Chaos. Es fängt an mit meiner Batterie, die ich selber eingebaut habe. Ich bin sehr stolz darauf. Es gab noch nie Probleme und es hat alles funktioniert. Habe ich auch 2 Wochen für gebraucht, um das zu verstehen. Die lade ich übers Fahren und eigentlich noch gerne mit Solar, aber soweit habe ich es noch nicht geschafft. Genau, dann habe ich hier Kisten, die ich von meinem Vati aus der Werkstatt geklaut habe, wo ich Sachen einsortiere. Und aus praktischen Gründen koche ich meistens vegan, weil es halt einfach nicht schlecht wird. Ich brauche keinen Kühlschrank, es hält sich gut und man kriegt es überall. Hier unten habe ich noch diverse Sachen. Ganz wichtig, noch ein Bier. Ich war schon immer sehr viel auf Festivals unterwegs und bin Fotografin und habe halt auf Festivals Fotos gemacht. Und dann brauchte ich halt immer einen Spot, wo ich die einschließen kann. Das heißt, du rennst über das ganze Gelände, hast da einen Kumpel, wo du das einschließen kannst und so weiter. Und dann war ich halt irgendwann mit meinem eigenen Auto da, was ein kleiner Golf war, mit einem Wohnwagen. Und dann habe ich mich aber von meinem Freund getrennt und Wohnwagen war dann weg. Und dann musste ich halt ein neues Auto haben, weil der Golf war halt auch einfach 400.000 Kilometer gelaufen. Der hat es nicht mehr getan. Und dann stand eigentlich komplett außer Frage, was ich mir für ein Auto kaufe. Also ich habe kurz noch überlegt, ob ich mir einen großen Kombi hole, wo man drin schlafen kann. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, wofür? Also ich bin irgendwie jedes Jahr auf 13 Festivals unterwegs. Und das ist halt meine Quality Time, die ich habe. Und deswegen war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich irgendwie ein Alltagsauto brauche. Aber es war eigentlich, ein Bus war klar. Und dann ist es ein T4 geworden. Dann ist hier mein Badezimmer. Sehr pragmatisch. Ich habe es mal versucht zu ordnen und irgendwie mit diesen Dingen da zu machen, aber reinschmeißen hat sich dann bewährt. Ich habe jetzt endlich meinen Heckträger und da hat mir ein ganz, ganz lieber Freund was gebastelt, damit meine Heckklappe auch aufbleiben kann. Sieht so aus. Das klemmt man einfach hier rein. Das ist auf jeden Fall ein Gamechanger. Meine Bücher. Das hat meine beste Freundin mir für einsame Stunden auf der Reise geschenkt. Ich habe es nicht benutzt, aber danke trotzdem. Ich habe tatsächlich gar nicht mal so viel gelesen.
weil ich so viele tolle Menschen getroffen habe und eigentlich gar nicht so alleine war, wie ich es erwartet hätte. Ja, das ist von der lieben Karin. Omas Gardine. Die Gaskartuschen für den Kocher, wovon man sehr, sehr viele braucht, wenn man da dauerhaft drin lebt, was tatsächlich nervt. Ein Regencape, Spanngurte, ja, alles, was man so braucht. Oder halt auch nicht. Und eine Wäscheleine, ganz wichtig. Das war's aber auch schon mit meiner Garage. Ich gehe Vollzeit arbeiten jetzt und habe keine Wohnung und ich muss sagen, das ist sehr viel Geld, was ich einfach über habe, dadurch, dass ich keine Wohnung habe. Also ich bezahle im Monat für dieses Auto die Steuern und Versicherung und den Sprit. Und dann habe ich noch einen Handyvertrag und das ist, glaube ich, fast alles, was ich an Fixkosten habe. Und ein volles Einkommen. Das ist schon Luxus. Mein Kleiderschrank befindet sich hier und der sieht tatsächlich immer so aus. Also ich kann halt auch einen Tag vorher aufgeräumt haben. Das Stopfprinzip hat sich bewährt und ich habe hier direkt einen Tisch, den ich nie benutze, aber ich habe ihn. Ja. Dann ist hier noch meine Bettwäsche drin und ein Spiegel, der schon 100-mal runtergefallen ist. Und ich habe immer noch zu viele Klamotten. Also ich habe in Spanien noch irgendwie einen Haufen irgendwie auf so eine Sammelstelle gespendet und gelegt und Handtücher auch noch und nöcher. Ich muss sagen, jetzt, seitdem ich wieder arbeiten gehe, brauche ich deutlich mehr Klamotten als in Spanien. Es ist halt nicht mehr Flipflops und kurze Hose am Strand, sondern halt jeden Tag irgendwie vernünftig aussehen. Dass wir ein bisschen mehr Klamotten haben. Hier unten ist dann nochmal Abstellraum, Jacken, dickere Sachen, nochmal eine zweite Decke, wenn es kalt ist. Und, ganz wichtig, ein Soda-Stream. Meine Dusche habe ich bei Freunden und Bekannten und Verwandten. Mehr oder weniger freiwillig habe ich noch einen Wohnungsschlüssel zu dem Haus von meinen Eltern und gehe da schon auch viel ein und aus. Eigentlich war es aber anders geplant. Also ich wollte eigentlich eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft mir holen und dann dort duschen gehen und alles andere machen und vielleicht auch mal Sport machen, aber das glaube ich eher nicht. Durch Corona ist es halt komplett gecancelt. Also die Fitnessstudios haben auf, aber die Duschen sind zu. Mein Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. Und jetzt fahre ich halt immer hin und her von Dusche zu Dusche, habe noch einen Bekannten bei mir in dem Ort, wo ich arbeite, wo auch mittlerweile sonst keiner mehr wohnt von uns, deswegen ist es auch so ein bisschen tricky. Da kann ich dann duschen und sonst muss ich für meine Dusche jetzt gerade 45 Minuten fahren. Meine Toilette ist, dadurch, dass ich Vollzeit arbeiten gehe und da alles ist, gehe ich da auf Toilette und sonst Klappspaten und draußen. Mein Bett kann ich ausziehen, das mache ich gleich. Ich habe das zugeschnitten aus so alten Schaumstoffmatratzen tatsächlich. Andere Leute geben da ein Heidengeld für aus, die sich auf Maß zu bestellen, aber man kann sie auch einfach mit einem elektrischen Bratenschneider oder einem Brotmesser durchschneiden. Dann kann ich das hier ausziehen. Jetzt gerade nicht mehr so weit, weil ich jetzt da so einen Hundenapf hingemacht habe, der es nicht kleiner gibt. Drücke das hier so rein. Und kann dann hier nochmal so ein Fußdingen hochklappen. Es gestaltet sich immer etwas aufwendig, aber je öfter man das macht, desto einfacher ist es. Ich klemme das hier rein und dann reicht es genau für einmal Füße von einer Person. Auf Dauer geht mir der T4 halt von der Größe her, also passt nicht mehr zu meinen Bedürfnissen. Also ich nutze das Auto mittlerweile halt einfach als Wohnung und nicht mehr als Reisemobil. Und deswegen will ich mich vergrößern. Ich mache gerade meinen LKW-Führerschein. Bin jetzt letzte Woche das erste Mal LKW gefahren. Ganz so groß soll es nicht werden. Also ich hätte gern einen Vario. Das sind 7,5 Tonner. Den darf man im alten Führerschein noch fahren, ich darf es nicht. Da kommt auch definitiv eine Dusche rein, damit ich das Problem nicht mehr habe. Also zumindest die Möglichkeit zu haben, halb warm zu duschen, also mit so einem Boiler, der es so halbwegs warm macht. Im Internet ist es ja viel dieser Leistungsdruck, wer der echtere Vanlifer ist. So, ich lebe Vollzeit im Bus und der nicht und bla. Und davon überhaupt nicht beeinflussen lassen, weil es findet sich immer das passende Modell für einen. Und
Ich habe halt auch nicht erwartet, dass ich in dem Bus über ein Jahr jetzt wirklich wohne und auch gar nicht mehr die Intention habe, mir eine Wohnung zu suchen. Also die Erkenntnis kam halt in Spanien, dass ich gemerkt habe, man braucht nicht mehr. Aber die Erkenntnis muss man erstmal haben. Also ich glaube nicht, dass du von 120 Quadratmetern Altbau mit Stuckleisten und Kühlschrank mit Eiscrusher direkt runterschrauben kannst, weil man muss es halt auch sich selbst sanft beibringen, glaube ich, dass es viele Sachen einfach Abstriche sind oder wie mit klarkommen. Auch, dass Leute in dein Zuhause reingucken. Das ist auch ein ganz großer Punkt, den, glaube ich, auch viele Leute unterschätzen oder nicht sehen, dass man halt wenig Privatsphäre hat. Meine Lieblingszeit am Tag ist eigentlich der Morgen, wenn ich die Tür aufmache und an jedem beliebigen Ort einfach meinen Kaffee zelebrieren kann, was auch durchaus mal 2 Stunden dauern kann. So, und wie so viele Provisorien ist das hier jetzt ein Provisorium. Und zwar ist es noch viel zu groß für den Kaffee. Und ich hatte wirklich, wirklich Glück, dass ich dieses Ding einfach mit hatte, weil der Kaffee passt da jetzt drauf, ohne da durchzufallen. Ich glaube, durch die Spanier, dadurch, dass sie halt so unglaublich nett sind, ist mir das nicht so schwer gefallen. Und also Deutsche halten ja generell viel Abstand und gucken dann so undercover irgendwie mal, so was macht die da, aber sobald man guckt, gucken sie weg. Aber die Spanier kommen ja einfach her und quatschen dich voll und wollen wissen, was du da machst. Und dadurch, glaube ich, einfach durch die Herzlichkeit habe ich dann gelernt, dass die Leute einfach nur interessiert sind. Und dann zeigt man ihnen das kurz. Und man muss sie ja auch nicht reinlassen, wenn man nicht will. Aber Nein sagen ist ein großer Punkt. Man darf dann auch, also man muss lernen, Nein zu sagen, so von wegen hier nicht weiter, weil das ist meine Tür zu meinem Wohnzimmer, zu meiner Küche, zu meinem Schlafzimmer und nicht nur einfach ein Auto. Also das muss man den Leuten halt irgendwie auch beibringen. Ich glaube, das, was ich als selbstverständlich ansehe, ist, ich warte einfach nicht, ich will das jetzt haben, muss jetzt nicht materiell sein, also das so ein Auto ist materiell, aber das eröffnet mir halt so viele Möglichkeiten und Türen, was ich machen kann und also meine komplette Freiheit einfach und die möchte ich auf gar keinen Fall aufgeben. Und viele Leute sagen halt zu mir, ach Kathi, warte doch noch und du musst das ja erstmal erarbeiten und dies und du musst erstmal schauen und so. Und dann denke ich mir so, nee, warum sollte ich jetzt warten, wenn ich morgen tot umfallen kann? So. Also das bringt mir überhaupt nichts, mich mehr auf dieses Rentensystem zu verlassen und jetzt meine Zeit zu verschwenden, die beste Zeit des Lebens quasi, wie alle immer sagen. Und die sollten wir voll ausnutzen, solange wir können. Have a nice day, all the gods and all the angels got them waiting at your table. 'Cause